This morning, in discussing the whole socialization process, I described the development of an individual ego. Heute Morgen, als wir die Sozialisierungsprozesse durchgingen, beschrieb ich die Entwicklung des individuellen Egos as a structure that one uses in order to function with discrimination on this plane of reality. als eine Struktur, die man verwendet, um Unterscheidungen auf dieser Realitätsebene dieses Planeten zu treffen. The controlling mechanism is the thinking mind. Der kontrollierende Mechanismus ist der denkende Verstand. The thoughts, this is good, that is bad, this is different from that. Gedanken wie dies ist gut und das ist schlecht und dieses unterscheidet sich von jenem. Also this morning I spoke about the planes of consciousness. Ferner habe ich heute Morgen über die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins gesprochen And described briefly a plane in which there is no differentiation, where all is one thing. und habe auch kurz von einer Ebene gesprochen, wo es keine Unterschiedlichkeit mehr gibt, wo alles eins ist. On the plane where everything is one thing, there is no subject and object. Auf der Ebene, wo alles eins ist, da gibt es nicht Subjekt und Objekt. There's no experiencer and experienced. Da ist keiner, der erfährt oder keine Erfahrung, die gemacht wird. There is only one thing and we are it. Das ist nur ein Ding und das sind wir. The planes of consciousness that I've been talking about are not available to the thinking mind. Die Bewusstseinsebenen, von denen ich gesprochen habe, sind dem denkenden Verstand nicht zugänglich. To the contrary, the thinking mind is only able to comprehend certain of those planes. Gerade umgekehrterweise ist der denkende Verstand nur in der Lage, einige dieser Ebenen zu verstehen. The deeper planes of consciousness, I suggested, we know through other mechanisms. Und ich sagte schon oder deutete an, dass wir die tieferen Ebenen durch andere Mechanismen erkennen. The mechanism that allows us to be part of that oneness is often referred to as the heart mind. Der Mechanismus, der uns gestattet, diese Erfahrung der Einheit zu machen, wird manchmal als das Geistherz bezeichnet. It is a seat in which we intuitively know things because we are part of it. Es ist ein Ort, an dem wir Dinge intuitiv wissen, weil wir ein Teil davon sind. It's the root source of wisdom as opposed to knowledge. Es ist die Wurzelquelle der Weisheit im Gegensatz zu Wissen. The fact that this is linked to the heart is interesting Und die Tatsache, dass es mit dem Herzen verbunden ist, ist interessant. because the heart is used in reference to many levels. Denn man verwendet den Ausdruck Herz in Bezug auf verschiedene Ebenen. There is the anatomical heart. Es gibt das anatomische Herz, There is the emotional heart. es gibt das emotionale Herz And then there is this deeper intuitive heart. und dann das tiefere intuitive Herz. The ways into this intuitive heart are many. In den spirituellen Praktiken sind die Wege in dieses intuitive Herz hinein zahlreich. In fact, all of the techniques of yoga are disciplines to take one into that place. Es ist so, dass alle Techniken der Yoga Wege sind, diesen Raum zu betreten. In some cases, one uses the mind to go beyond the mind in order to come into the heart mind. Es gibt Fälle, in denen man den Verstand benutzt, um über den Verstand hinauszugehen, um in diesen Herzgeistraum einzutreten. That is known as jnana yoga. Und das nennt sich Jnana Yoga. To get into this place that is also called awareness, Um in diesen Platz der Einheit einzudringen, den man auch das Bewusstsein nennt. it is also called the true self with a capital S. Nennt man auch das wahre Selbst in großen Buchstaben geschrieben. In Hinduism, it is called the Atman. Und im Hinduismus bezeichnet man es als Atman. In Buddhism, it is called the Buddha mind. Und im Buddhismus der Buddha-Geist. In Christianity, it is called Christ consciousness. Und in dem Christentum wird es das Christbewusstsein genannt. It is the place in which Allah resides in the heart. Es ist der Ort, in dem Allah im Herzen wohnt. One can approach this through devotional practices as well.
Man kann auch durch devotionale Praktiken sich diesem annähern. As a human being, we have great access to our emotional heart. Und als Menschen haben wir sehr guten Zugang zu unserem emotionalen Herzen, So that we can love somebody or something. so dass wir jemanden oder etwas lieben können. And so we take some object we are drawn to, Und so nehmen wir ein Objekt, das uns anzieht, usually in some form that will open our hearts. normalerweise in einer Form, das unser Herz öffnen wird. And we practice opening our hearts towards that object. Und wir üben, unser Herz zu öffnen diesem Objekt gegenüber. We feel great emotionality, Wir fühlen große Emotionalität, longing, sadness, happiness, pain of separation. Sehnsucht, Schmerz, Glück, Schmerz der Trennung. In the course of that interplay between the lover and the beloved, Und in diesem Zwischenspiel zwischen dem Liebenden und dem Geliebten the intimacy gets greater and greater. wird die Intimität größer und größer. No longer is the beloved even seen as separate. Man sieht den Geliebten überhaupt nicht mehr als getrennt. And ultimately, there is a merging of the lover and the beloved. Und im Endeffekt werden beide zu einem, der Geliebte und der Liebende. It goes beyond emotionality, Es geht über Emotionalität hinaus. and one enters into the merging quality that is the quality of the heart-mind. Und man beginnt einzutreten in den Raum, wo es zur Einheit wird. Und das ist der Raum des Geistes.